Besondere Karten für besondere Menschen? Brauchst du die auch so oft wie ich? Dann habe ich was für dich. Meine Anleitung für diese Karte mit Geheimbotschaft. Es ist eine Secret Message Card. Schließ die Augen und wünsch dir was. Und hier ein kleiner Gruß mit ganz lieben Wünschen. Und eine Traumlandschaft. Ja, wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Und das Ganze ausführlich im gechillten Mitbasteltempo. Eine Anleitung für diese Technik in kurz und knackig verlinke ich dir ebenfalls. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin. Heute also die Secret Message Card bzw. Karte mit Geheimbotschaft. Diese Karte habe ich aus dem Materialbrief meiner Teamaktion gebastelt. Das ist so, dass jeden Monat oder alle 6 Wochen mein Team, meine Demos und meine Kundschaft, wenn sie möchten, einen Materialbrief bekommen. Aus dem Material können sie was basteln und die Ideen zeige ich dann auf meinem Blog. Das ist also meine Idee. Es war diesmal eine fertige Karte, deswegen sind das auch etwas andere Maße als die Karte, die ich heute mit euch bastel. Aber es geht ja um die Technik. Ja, auf meinem Kanal erwarten dich immer wieder viele kreative Ideen und Anleitungen. Dir gefallen meine Projekte, dann gib mir doch gern einen Daumen hoch. Abonniere am besten gleich meinen Kanal, dann verpasst du nichts von mir. Jo, aber jetzt geht's los. Am besten du legst dir zuerst alle Materialien zurecht, dann kannst du anschließend mit mir gemeinsam basteln. Nach dem Motto Stop and Go, die Play-Taste macht es möglich. Bisschen Platz schaffen. Was habe ich schon liegen? Stempelkissen habe ich. Ich habe genommen die Farbe Hummelgelb, Abendblau und Olivgrün. Die Blending-Pinsel, dann Memento, das Stempelkissen in Schwarz. Und Papierzuschnitte. Ich habe in Grundweiß zugeschnitten, ein Stück in 14,5 x 20 cm, 2 Streifen in 14,5 x 4,9 cm. Es könnten auch 5 cm sein, ich komme mit 4,9 besser zurecht. Also, das erkläre ich dir gleich, woran das liegt und warum wir das brauchen. Und dann brauchen wir Designerpapier. Ich habe genommen 4 Streifen in den Maßen 4,5 x 14 cm und 4 kleine Quadrate in jeweils 4,5 x 4,5 cm. Je nachdem, wo du gleich deine Schnitte ansetzt, kannst du das natürlich variieren. Für die Banderole, ich finde eine Banderole passt hier super gut, habe ich einen Streifen in 3 cm zugeschnitten. In der Länge sollte er mindestens 23 cm sein. Ich schneide mir das dann zurecht, wenn ich es aufbaue. Und einen Streifen Designerpapier in 2,5 und ähnliche Länge. Und vorne als Schild und Auflage habe ich hier diese Herzen gestanzt und die werde ich dann bestempeln. Jo, jetzt brauchen wir den Papierschneider, mit dem wir auch falzen können und das tun wir gleich. Wo ist er? Hier. Das Stück 14,5 x 20 cm braucht Falzlinien jeweils bei 5 cm. Also bei 5 Falzen, bei 10 Falzen und bei 15 Falzen, und dann haben wir 4 Felder in den Breiten von 5 cm. Wir falten die äußeren Teile zur Mitte und dann haben wir eine, ja, wie ein Tor, Gatefold Card, und falzen jetzt die Mitte auch noch so, dass wir es aufeinander falzen. Also haben wir 2 Talfalten außen und in der Mitte eine Bergfalte. Falzlinien schön nachziehen, können wir eigentlich im Kompletten machen. Gucken, dass es schön gerade ist. Und dann nehmen wir dieses Mittelteil mit der geschlossenen Kante und legen es in der Schneidemaschine an. Und zwar schneide ich jetzt bei 5 cm links und rechts jeweils das Mittelteil ein. 5 cm einschneiden in der Länge bis zur Querlinie, also 5 cm in diese Richtung und in diese auch. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. 5 cm. Schön gerade anlegen. Mitte genau drauf gucken. Ja, und das war's auch schon. Legen wir beiseite, und damit ihr das jetzt besser seht, nehme ich einmal meine vorbereitete farbige Karte und zeige es euch. So, das soll das Ergebnis sein. Ich möchte es aber in weiß machen, weil ich es ja bestempeln und bekleben möchte. Man könnte es aber auch so farbig machen. Und du siehst schon, hier wird praktisch geflochten. Ich nehme jetzt den ersten Streifen und schiebe ihn hier runter
Auf diesem Feld liegt er auf, auf dem nächsten geht er unten durch und auf dem dritten kommt er oben wieder raus. Und das gleiche mache ich auch mit dem zweiten Streifen, nur andersrum. Hier geht er unten drunter, im mittleren Feld geht er oben drüber und im letzten Feld geht er wieder unten drunter. So, und dann schieben wir so schön, dass sie mittig bündig liegen, dass das Ganze zuliegt. Hier unten so, dass nichts mehr rausguckt. Wir haben sie ja 14,5, also müsste es genau passen. Und dann ist der Mechanismus schon fertig. Wie hier, hier siehst du es nochmal zweifarbig, einfach um es zu illustrieren. Und jetzt zeige ich, was wir klappen können. Wir drücken es, die beiden Talfalten hier hinten in der Mitte zusammen und können jetzt hier innen reingreifen. Vorführeffekt, Achtung. Und da ist auf einmal noch ein extra Feld entstanden für unsere Geheimbotschaft. Und das Ganze können wir auf und zu machen, so wie wir lustig sind. So ähnlich wie bei meiner fertigen Karte. Hier Mitte zusammendrücken, hier vorsichtig reinfassen und öffnen. Ja, und jetzt wird das Ganze ausgestaltet. Kleiner Tipp, sage ich schon mal gleich. Wenn du die verschenkst, Gebrauchsanweisung ist nicht schlecht. Also so ein kleiner Hinweis, an welcher Stelle. Wir wissen ja dann meistens schon die Beschenkten, wenn sie öfter was kriegen, die Karte kann was. Aber was sie kann, das ist manchmal tüftelig ohne Ende. Und wenn du anfängst, die Streifen rauszuziehen, da habe ich mich selber letztens veralbert. Das habe ich gemacht, als ich hier innen so rum offen hatte. Und bis ich die wieder richtig rum reingekriegt habe, hat gedauert. Also Anleitung dazu. Am besten schreiben, in der Mitte muss ja auffalten oder hier ziehen. Öffnet sich in der Mitte, ist auch ein schöner Tipp. Kann man irgendwo notieren, am besten vielleicht außen auf dem Brief oder im Extrazettel. So, jetzt haben wir hier aber unsere Karte soweit gestaltet und jetzt geht's los mit unserem Designerpapier. Ich möchte die beiden Stücken außen aufkleben. Das mache ich auch gleich. Die sind ja 14 x 4,5 cm. Auch jetzt nicht, mein Klebstoff ist alle. Ja. Doch sehr ergiebig. Also linke Seite. Ja, wenn dir das zu anstrengend und zu ausführlich ist, du weißt ja, kurz und knackig gibt es die Anleitung auch. Aber ist ja unterschiedlich. Manch einer hätte es gern kurz und knackig und der nächste möchte hier sitzen und mit mir zusammen basteln, was ich auch sehr angenehm finde. Weil ich natürlich das Gefühl habe, ich bastel nur mit mir. So, dann falte ich auf. Hier innen nehme ich diese Felder und setze sie links und rechts hin. So, ja, bald ein großes Kleberdrama starten, dann ist er nämlich alle. Arbeiten wir mit allen Tricks und zwar so rum hier drauf. Schön verteilen, nicht zu lange warten. Jetzt müssen wir es abkriegen, jetzt ist der Moment, genau. Warte, Moment. Das war knapp, es war sehr knapp, du hast es gehört. So, das setzen wir hier außen drauf. Das passiert, wenn man so rationell basteln möchte wie ich. Aber ich glaube, es hält noch. So. Passt auch, links und rechts. Jetzt gucken wir, wie wir die oben und unten unterbringen. Schauen wir mal, ob wir da mit dem krachigen Grün reindonnern oder ob wir das hier innen lieber... Wir lassen es einfarbig. Wir lassen es, also ich lasse. Schauen wir mal, jetzt haben wir es verdreht. So, genau. Ja, so rum ist gut. Klebstoff. Mal sehen, ob er noch klebt. Nee. Der Hang geht hin zum zweiten Kleber. Haben wir noch einen? Aber ist hier alles leer, das gibt es ja gar nicht. Ich klebe hier zurzeit wie ein Weltmeister. Moment, ich gehe mal in den Keller, in meinen Bastelkeller. Links und rechts nichts, aber hier neuer Klebstoff. Du kannst derweil schon mal belegte Brote holen, denn das dauert heute. So, aber jetzt haben wir es. Ich denke mal, man hat halt alles vorbereitet, ja, und dann sowas. Outlet schlägt wieder zu, aufeinander, rechtzeitig abziehen. Wird falsch rum, also kleben wir den. Sehen wir es bis richtig. Ganz wichtig ist jetzt natürlich, dass die Mitte offen bleibt, dass wir uns die nicht verkleben. Mal sehen, ob ich das schaffe. Habe ich es hier überhaupt schon getestet? Ja, bleibt offen, geht, funktioniert. Oben genau das gleiche.
Auseinander abziehen, aufkleben. So, du könntest da in der Mitte, so mal als kleiner Tipp, wenn du Spaß dran hast, in unterschiedlichen Höhen natürlich diese Querlinien ansetzen und auch viel mehr reinschneiden. Hauptsache du fädelst dann deine Streifen da, deine Papierstreifen gut durch. Wir kippen warum? Okay, so. Jetzt schauen wir, dass alles gut sitzt. Es sitzt alles gut und jetzt nehme ich meinen Stempel für die Mitte und da hätte ich ja gern das Schließ die Augen und wünsch dir was aus dem Stempelset Wünsche aus dem Garten mit dem Löwenzahn. So, jetzt mal schön flach drücken. Wir haben nur eine Chance. Notfalls müssen wir was drüber kleben, aber ich glaube, wir schaffen es. Naja, gut. Das ist Vorführeffekt, ne? Es hat ein bisschen geschmiert. Damit leben wir jetzt. Ja, hier habe ich draufgeklebt, weil ich da mit den Karten von Erinnerung und mehr gearbeitet habe. Das geht auch. Erst gestempelt und dann mir in der Mitte aufgeschnitten. Das Teil aufgeschnitten und dann passgenau aufgeklebt. Geht genauso. Ginge jetzt auch hier. Aber ich sehe, du kannst damit leben. Setze ich es erstmal voraus. So, das lassen wir einen Moment trocknen. Dann klappen wir schon. Und ich habe dann hier innen, ähnlich wie bei dieser Karte, vor, das zu gestalten. Und zwar werde ich oben mit Blau arbeiten. Ich habe ja mal so einen Wischi-Waschi-Zettel. Schön wischen können. Und da habe ich hier den Blending-Pinsel und das Abendblau. Und werde das mal gucken, was mein blauer Pinsel so macht. Der wird eigentlich am meisten benutzt. Dann wische ich erstmal da und dann wische ich hier oben so leicht drüber. Das muss gar nicht viel sein. Himmelsmäßig oben an die Kante weiß man ja, da ist ein bisschen mehr. Und da ist es aber bewölkt. Jetzt wird es aber bewölkt hier. So. Und unten weniger verlaufend. Super. Passt schon. In der Mitte habe ich mir gedacht, gibt es das Gelb der Sonne und das scheint da einfach voll durch. Und auch so ein bisschen Gelb der Blumen. Und da setze ich wirklich hier die Sonne an mit einem Kreis und dann verteile ich den Rest meines Gelbes so, dass ich nicht zu sehr ins Blau gehe, weil rede ich ja so gern drüber. Blau und Gelb ergibt ein Grün und ganz selten ist am Himmel grün. Sehr selten. So, und hier unten kommen wir jetzt mit dem Olivgrün. Moment, ist es Olivgrün? Ja, vergessen. Das ist Olivgrün, da setzen wir auch nur ganz wenig. Aber so, dass wir wissen, da ist das Gras, die Erde, das Grüne, alles Mögliche. So, so ist meine Mitte. Du siehst, das ist soll so mit dem großen Klecks, weil das ist so ein bisschen Sonne am Himmel. So, jetzt machen wir Klebstoff zu. Da bestimmt noch unten einer drin. Jetzt brauchen wir den Stempel aus dem Stempelset. Geht natürlich wieder alles, aber ich nehme hier mal Libellengarten. Irgendein Klebstoff ist offen. Moment, einer schreit, ich bin offen. Da. So, jetzt Memento. Und dann dieses Wiesengras hier brauchen wir. Und außerdem noch einen Spruch, und zwar ein kleiner Gruß mit ganz lieben Wünschen. Den setzen wir da innen rein. Stempelklotz, Stempelblock, die sind super, die Stempelblöcke. Habe ich übrigens, zeige ich dir zum Schluss, letztens ja eine Anleitung gemacht mit der Acrylblock-Technik. Und da es einen Blockhop wieder gibt, aktuell mit vorgegebenen Farben, habe ich mir nochmal die Acrylblock-Technik vorgenommen. Und damit schöne Karten gemacht, zeige ich nachher. Meiner Lieblingsblume. Was könnte wohl meine Lieblingsblume sein? Na, was könnte das sein? Ich weiß, es ist ja meine Lieblingsblume. So, jetzt hier das Gras drauf. Super. Und hier unten will ich auch welches haben, aber so, dass es nicht komplett drauf ist, dass es mehr so verläuft, sonst sieht das so komisch aus da unten. Da nehme ich, also das lege ich mal so, wo hier die Stiele enden, und nehme diese Blüten und setze sie ruhig hier rein. Ja, so wollte ich das haben. Das passt. Dass das mal so wird, wie ich das will, ist super. So, und dann hätten wir ja noch die Libellen, die kleinen fliegenden ausnahmsweise mal. Da müssen wir mal schauen, dass wir sie richtig rum hinsetzen. Und dann ruhig hier so mal ein bisschen über die Knicke stempeln, weil das sieht aus wie echt.
Und da oben fliegen sie weg. Und noch einmal in die Richtung. Jo. Ein Libellenschwarm. Und die Karte innen ist auch fertig gestaltet. Mal sehen. Keine Zauberei, geht natürlich wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Jetzt kommt nochmal unser Effekt. Schließ die Augen und wünsch dir was. Und dann machen wir auf und kommt eine wunderschöne Landschaft zum Vorschein. Ein kleiner Gruß mit ganz lieben Wünschen. Jetzt bringen wir das Ganze noch mit der Außengestaltung zu Ende, mit der Banderole. Hier schon mal vorbereitet. Leg die hier auf. Falte sie locker rum, also noch falte ich gar nicht, sondern lege sie locker rum. Schaue, dass ich vorne ein Stück habe, was sich überschneidet. Schneide jetzt hier ab. Ich mal endlich wieder meinen Lieblingskleber bringen, und zwar mein doppelseitiges Abreißklebeband. Setze ich auf beide Enden, hier auf diese Seite nach außen und hier nach innen dieses Band. Und ziehe die Schutzfolie ab. Mache meine Karte zu, lege meine Banderole um. Nach unten, die andere nach oben. Wie gesagt, schön locker will ich das haben, also passt das mir so perfekt. Wenn ich so viel Frickelkram habe nachher. So, und das andere, ähnliche Variante, kürzen wir. Muss hier vorne gar nicht überlappend sein, weil wir setzen hier was drauf. Und dann streichen wir das mit Klebstoff ein. Sehen, welcher jetzt der volle ist. Und kleben das auf die Banderole ringsum. Drauf damit. Einmal umgelegt. Mal das vollkleben. Die Höhe ausrichten, gut hinziehen, dass es ringsum gut gerade liegt. Passt. Und dann habe ich hier meine ausgestanzten Herzen, einmal mit dem Wellenrand und einmal glatt. Und auf das Glatte kommt jetzt, ja, was nehmen wir? Die besten Wünsche nochmal. Ja, wir könnten auch Danke sagen. Aber die besten Wünsche, da sind wir noch ein bisschen neutraler. Noch ein Stempelblock. Was nehmen wir von den Farben her? Ja, noch mal ein bisschen Olivgrün. Wir haben es ja noch stehen. Die besten Wünsche. Einmal aufs Herz gedrückt. Da sind die besten Wünsche. Und dann das Ganze übereinander geklebt. Noch der falsche. Die leeren werden dann immer, wenn ich alleine bastel, noch ausgepresst. Ordentlich. Ganz leer gemacht. So. Schön vermitteln, dass überall die Mattung gleich ist. Und dann nehmen wir uns Abstandsklebepunkte. Ich weiß nicht, das ist immer dasselbe, die sind immer alle. So, ich brauche einfach zu viel. Und da werde ich mal so rumarbeiten, dass ich die hier drauf setze. Ich weiß ja etwa, wie groß mein Herz ist. Ich weiß das. Mein Herz, habe ich ein großes Herz. Heute habe ich ein kleines Herz. So, das setze ich hier drauf. Mittig, da wo die Gatefold ist, da wo die Faltung der Tür ist. Und fertig ist meine Karte. Da geht natürlich immer noch mehr. Man könnte jetzt innen die Blumen noch mal ein bisschen kolorieren mit den Blends. Aber man kann es auch lassen. So, jetzt machen wir auf. Schließ die Augen und wünsch dir was. Und jetzt kommt die Message. Ein kleiner Gruß mit ganz lieben Wünschen. Und wieder zurück. Das Ganze abgepackt, eingepackt und hingelegt. Und noch eine Karte. Und selbst die bunte hätte natürlich 1000 Ideen für dich. Und du könntest es noch öfter einschneiden. Ich zeige dir das jetzt mal noch so. Fällt mir gerade spontan ein. Wir probieren das jetzt einfach mal. Und übrigens kann ich auch ohne Papierschneider, aber mit wird es gerader. Ich mache es trotzdem ohne. Ich schneide jetzt jedes Feld nochmal ein. Und dann schauen wir mal, ob wir früher beim Flechten aufgepasst haben. Jetzt machen wir das auf. Noch nicht probiert. Und die erste Seite ist ja ganz einfach. Rauf und runter, rauf und runter. Und gerade ziehen. Und die andere Seite entgegengesetzt, wie beim Flechten. Hast du früher auch so Flechtblätter? Ja, die gab es sogar bei uns. Früher die Flechtblätter hatte ich auch. 1000 schöne Sachen gemacht. So, wenn es jetzt nicht klappt, dann liegt das natürlich am Vorführeffekt. Das dachtest du dir schon. Jetzt
ziehen das hier sauber durch, ohne die Kanten zu knicken. Es wird funktionieren. Es funktioniert immer. Was nicht passt, wird passend gemacht. Notfalls haben wir nicht weit genug eingeschnitten. Aber du siehst schon, mit ein bisschen Geduld wird da doch eine recht feine Karte raus. So, zumachen das Tor. Aufmachen die Karte und ob sich was verbirgt. Wir drücken und wir ziehen und hätten jetzt viele kleine Felder für viele kleine Sprüche. Aber so ein Zebra-Look ist ja auch nicht schlecht, ne? Also, das war noch eine Variante hinten dran, damit du siehst, hier geht alles. Jo, ich wollte dir noch zwei Sachen zeigen. Okay, das eine sind Karten mit der Acrylblock-Technik. Irgendwelche Sachen, die ich nicht zeigen darf. Es gibt immer irgendwelche Dinge, die ich nicht zeigen darf. Jo, hier, meine Lieblingsblumen. Sonnenblumen, genau. Schön farbig, krachig in Safrangelb, Chili und Olivgrün. Das sind die Farben für die Blockhop, der heute läuft. Genau. Und ganz einfach gemacht. Wie die Technik geht, verlinke ich dir gerne. Jo, nur das eine, was ich dir zeigen wollte. Gute Laune Gruß, passt immer. Und das andere, ich habe getüftelt in meinem Urlaub. Ohne Ende. Und habe endlich mal die Kartenerinnerung und mehr ein bisschen in Szene gesetzt und habe mir ein Mini-Album überlegt. Ja, das ist so, das kann man, Moment, das kann man aufmachen. Vorher ziehen wir aber hier hinten dran. Da sind noch ein paar Tricks bei. Und dann falten wir hier vorsichtig auseinander und genauso vorsichtig wieder zusammen. Und die nächste Seite vorsichtig auseinander. Und vorsichtig wieder zusammen und die nächste Seite. Und du siehst alle Karten, die so schön sind, ich liebe die total, aus diesen Kartensortimenten, Erinnerung und mehr, sind hier wunderbar in Szene gesetzt. Und das letzte und hinten, doch nicht beim letzten Klemm, passt. Vorne jetzt noch schön gestaltet, hier können wir wieder ziehen. Schlüsselring kann man es aufhängen, Schleife und zumachen. Und fertig ist das. Das erste, das passt zu diesem Motiv und das zweite zu meinem Lieblingsmotiv, Welt der Abenteuer. Das mag ich ja auch total. Das gleiche. Wie ging das? Hier ziehen. Das ist ein bisschen geräumiger, das eine, und das hier ist ein bisschen kleiner. Wie gesagt, ich habe getüftelt. Und dann falten wir hier genauso wie eben auf. Und dann genauso wieder zu und die nächste Seite auf. Und das kann man auch so aufstellen. Ja, da geht was. Ne? Und du siehst alle Karten und jetzt könnte man die mit Textfeldern und mit Fotos füllen. Sachen freilassen, kann man gut verschenken, weil das immer weiterentwickelt werden kann. So, so, und die letzte Klappe drauf. Life is an Adventure. Ach, das wohl richtig ausgesprochen wird, man weiß es nicht. So, das war's. Jetzt habe ich aber wirklich genug gezeigt. Möchtest du das Album sehen? Schreib mir das doch. Ich habe das schon geplant, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wann. Und die Karten, ja, das war's. Du weißt, die Anleitung zu dieser Kartenfalltechnik, zur Secret Message Card oder Karte mit Geheimbotschaft, gibt es auch nochmal in kurz und knackig. Du kannst gern schreiben, was dir besser gefallen hat, wo es leichter ging für dich zu basteln. Es hat ja jeder unterschiedliche Arten, der das gern machen möchte. Das war mein Projekt für heute. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Dann gib mir doch gerne einen Daumen hoch. Du willst meine Idee nachbasteln, speicher sie dir am besten in einer Playlist. Dann brauchst du später nicht lange suchen. Hast du Fragen? Brauchst du Materialien? Alle verwendeten Materialien sind von der Firma Stampin' Up. Du kannst sie direkt über mich bestellen. Abonniere meinen Kanal und klicke unbedingt auf die Glocke neben dem Abo-Button, dann verpasst du keines meiner weiteren Videos. Alle Maße findest du auch auf meinem Blog, jetzt oder später, und weitere Anleitungen und Ideen. Mein Blog heißt www.stempelfamilie.blogspot.de. Ich wünsche dir kreative Zeiten und freue mich schon auf morgen. Da gibt es ein weiteres Anleitungsvideo vom Stempelnerd. Ich bin schon total gespannt. Ich habe was gesehen und fand es schon wieder witzig, wie der Junior experimentiert. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Deine Angela von der Stempelfamilie.